Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Von Susan Sideropoulos lädt dazu ein, den Alltag mit mehr Leichtigkeit und Freude zu gestalten. Mit einem inspirierenden Vorwort von Lars Ament richtet sich das Werk an alle, die sich von Sorgen und Problemen bestimmen lassen und neue Wege suchen, das Leben bewusster und einfacher zu genießen. Die Autorin, bekannt aus Fernsehen und Medien, teilt in diesem Buch ihre persönliche Reise zu mehr Lebensfreude, gibt praktische Impulse und eröffnet durch viele Beispiele und Übungen die Möglichkeit, negative Denkmuster abzulegen. Der Ratgeber verbindet ihre Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen der Lebenshilfe und des Selbstcoachings und tut dies auf eine ehrliche, persönliche und oft humorvolle Art. Sideropoulos möchte den Leserinnen und Lesern Mut machen, sich von Belastungen zu lösen und Neues in das eigene Leben einzuladen. Das Buch verspricht nicht nur Tipps und Tricks, sondern einen ganzheitlichen Ansatz, wie man Schritt für Schritt freier und glücklicher durch den Alltag geht, unabhängig von äußeren Umständen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Kraft der eigenen Gedanken. Ein zentrales Thema des Buches ist die Macht der eigenen Gedanken. Susan Sideropoulos zeigt, dass unser Denken maßgeblich beeinflusst, wie wir uns fühlen und wie wir auf Situationen im Alltag reagieren. Sie ermutigt die Lesenden, negative Denkmuster zu erkennen und durch positivere Gedanken zu ersetzen, ohne dabei ins Unrealistische abzudriften. Anhand konkreter Alltagssituationen wird erklärt, wie schnell wir uns selbst im Weg stehen können und wie sich durch kleine gedankliche Veränderungen viel verändern lässt. Zudem gibt sie Tools an die Hand, mit denen man sein inneres Selbstgespräch besser steuern kann, um Stress und Ängste zu reduzieren. Die Autorin illustriert dabei, dass es beim Thema Gedankenhygiene nicht um Schönrednerei, sondern um einen bewussteren Umgang mit den eigenen Emotionen geht. Der Perspektivwechsel wird als Schlüssel zu mehr Leichtigkeit dargestellt, was den Grundstein für ein erfüllteres Leben legt. Zweitens: Freude und Leichtigkeit als Lebensprinzip. Freude ist für Susan Sideropoulos kein Zufallsprodukt, sondern eine Haltung, die aktiv angestrebt werden kann. Im Buch wird erläutert, wie alltägliche Routinen und kleine Rituale dazu beitragen können, mehr Leichtigkeit in das eigene Leben zu bringen. Sie spricht darüber, dass viele Menschen sich durch äußeren und inneren Druck die Freude am Leben nehmen lassen. Mittels praxisnahen Übungen und Reflexionsfragen zeigt sie auf, wie man kleine Glücksmomente bewusst wahrnimmt und diese im Alltag kultivieren kann. Die Autorin legt Wert darauf, dass Freude keine Flucht aus der Realität ist, sondern eine gesunde Basis, um Herausforderungen zu begegnen. Sie argumentiert, dass es eine Entscheidung ist, ob man sich vom Leben tragen lassen möchte oder sich permanent mit Sorgen überfordert. Diese Haltung zieht sich als roter Faden durch das Buch und zeigt auf, wie man durch bewusste Lebensgestaltung mehr Zeit und Energie für das findet, was einem wirklich wichtig ist. Drittens: Selbstcoaching und Eigenverantwortung. Ein wichtiges Element des Ratgebers ist das Selbstcoaching. Sideropoulos motiviert ihre Leserinnen und Leser, ihr Leben bewusst zu gestalten und in die Eigenverantwortung zu gehen. Sie beschreibt Methoden, wie man sich selbst stärken und alte Gewohnheiten kritisch hinterfragen kann. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern um die Erkenntnis, dass wir unser Lebensgefühl aktiv beeinflussen können. Die Autorin gibt zahlreiche Tools an die Hand, von Tagebucharbeit bis hin zu Affirmationen und Visualisierungen, um die eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen und umzusetzen. Außerdem erläutert sie, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren und offen für Veränderungen zu bleiben. Die Kapitel helfen, aus einer Opferrolle herauszutreten und Alltagsprobleme lösungsorientiert anzugehen. Auf diese Weise wird das Buch zu einem Begleiter, der Mut zur Veränderung macht und konkrete Schritte zur Selbsthilfe vermittelt. Viertens: Der Umgang mit Herausforderungen und Rückschlägen. Jeder Mensch begegnet im Leben schwierigen Zeiten. Susan Sideropoulos widmet ein ausführliches Kapitel dem Umgang mit Krisen und Rückschlägen. Sie teilt offen ihre eigenen Erfahrungen mit Niederlagen und dem Gefühl von Überforderung.
Anstatt darin zu verharren, zeigt sie Wege auf, wie man auch in solchen Phasen Leichtigkeit finden kann. Zentrale Tipps sind der bewusste Umgang mit den eigenen Emotionen, das Zulassen und Verarbeiten von negativen Gefühlen sowie das gezielte Fokussieren auf heilsame Aktivitäten. Außerdem schildert sie, wie wichtig es ist, Unterstützung zu suchen und anzunehmen, sei es im privaten Umfeld oder durch professionelle Hilfe. Die Autorin betont, dass das Leben nicht immer leicht ist, sich der Umgang mit Herausforderungen jedoch durch innere Haltung und resiliente Strategien maßgeblich verbessern lässt. Dies inspiriert, Krisen nicht als Blockade, sondern als Chance für Wachstum und persönliche Entwicklung zu betrachten. Schließlich die Bedeutung von Beziehungen und Gemeinschaft. Nicht zuletzt betrachtet die Autorin die Rolle von Beziehungen und den Wert von Gemeinschaft. Sie legt dar, wie sehr unser Umfeld unsere Stimmung und unser Lebensgefühl beeinflusst. Das Buch fordert dazu auf, sich bewusst mit unterstützenden Menschen zu umgeben und ungesunde Bindungen zu hinterfragen. Sideropoulos unterstreicht die Bedeutung von Empathie, Freundschaft und gegenseitiger Fürsorge, um Freude und Leichtigkeit im Leben nachhaltig zu verankern. Praktische Beispiele machen deutlich, wie man ein unterstützendes Netzwerk aufbaut. Angefangen bei kleinen Gesten im Alltag bis hin zu langfristigen Beziehungen. Die Autorin gibt zudem Tipps, wie man kommuniziert, Bedürfnisse formuliert und Konflikte konstruktiv löst. Nicht zuletzt zeigt sie, wie gemeinsames Lachen, Feiern und Teilen von Erfahrungen dazu beiträgt, schwierige Zeiten leichter zu überstehen und den Alltag reicher zu gestalten. Zusammenfassend. Das Buch Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend von Susan. Sideropoulos richtet sich an eine breite Leserschaft, die sich mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit wünscht, unabhängig von Alter, Lebensphase oder Beruf. Es kann insbesondere denjenigen helfen, die sich oft von Sorgen, Stress oder Selbstzweifeln erdrückt fühlen und offen für neue Perspektiven sind. Auch wer sich privat oder beruflich in einer herausfordernden Situation befindet oder einfach bewusst an seiner Lebensqualität arbeiten möchte, findet hier lebensnahe und leicht umsetzbare Impulse. Die besonderen Stärken des Buches liegen in seiner Authentizität, der persönlichen Note und den vielen praktischen Übungen, die sofort anwendbar sind. Angereichert mit ehrlichen Einblicken und humorvollen Anekdoten, bleibt der Ratgeber nicht an der Oberfläche, sondern geht in die Tiefe. Im Gegensatz zu vielen anderen Selbsthilfebüchern vermittelt Susan Sideropoulos nicht nur theoretisches Wissen, sondern gibt handfeste Werkzeuge für den Alltag an die Hand. Das macht den Nutzen des Buches direkt spürbar und motiviert nachhaltig zur Veränderung. Wer dieses Buch kauft, investiert nicht nur in ein inspirierendes Leseerlebnis, sondern erhält einen praktischen Leitfaden, um dem eigenen Leben Tag für Tag mehr Freude und Leichtigkeit zu schenken. Besonders in einer Zeit, die von Unsicherheit und Belastung geprägt ist, lohnt sich dieses Buch als Begleiter, um emotional gesund, gestärkt und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wenn Sie unterstützen möchten Susan Sideropoulos, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.